Na, hin und wieder nervt schon ein bisschen, aber das ist schon okay. Muss ja was dabei rauskommen. Das ist halt ein Film, den wir im Endeffekt drehen wollen für dich. Naja, ich habe ein Commitment gegeben, also machen wir das jetzt, ne? Und du bist der Fachmann und die Reißleine hätte ich vor 10 Tagen ziehen können sollen. Von außen schaut das immer alles ganz cool aus, aber es lief auch nicht immer rund. Ich verdränge den Scheiß immer. Wenn ich bewusster gelebt hätte, das wäre schon gut gewesen. Für mich. Für die Firma war es genau richtig. Mein Mann hat eine besondere Schwäche fürs Business. Schwäche oder Leidenschaft? Leidenschaft. Kindergarten gab es hier keinen. Also bin ich sehr früh in den Laden von meinem Vater gelandet. Dieses Musikgeschäft, das ist dann quasi die Welt. Johanns Welt. Da hat man sich Zeit genommen. Probieren wir das Flügelhorn. Und die sind halt hier rausgegangen. Was gibt's ein Geileres? Ich weiß, dass wir hier in Treppendorf was ganz Besonderes sind. Und deshalb ist es mir schon wichtig, dass, wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, dass es so weiterläuft, dass meine Mitarbeiter Spaß haben, ja, dass sie auch die Erfüllung finden. Weil mir geht es um den Menschen. Und da unterscheidet sich ja der Hans Thomann fundamental von dem, was Amazon und so weiter tun. Du machst das nicht alles alleine. Da muss schon alles zusammenpassen. Und damit ist es eine ganz große Familie. Man braucht ja nur durch das Lager gehen. Die ackern alle, ne? Das ist schon Hans. Der ist im Moment der größte Musikinstrumenthändler der Welt. Also Produkte waren Leidenschaft für mich. Das ist bis zum heutigen Tag. Ich vermisse so das Verkaufen hier. Die Töne entstehen durch die Überlagerung verschiedener harmonischer Obertöne. Es gibt keinen Kollegen, der so viel Produktkenntnisse hatte. Gitarren, Verstärker, was auch immer. Er kannte alles. Und was mit der da drüben? Das ist unsere erste digitale Orgel. Sie ist mikroprozessorgesteuert und die Töne sind polyphon. Ich meine, ich war 18 und er 12 und klar, was erkennt man schon, mit 18 ist man unerfahren, aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, der ist was Besonderes. Wenn man vor allem die lange Zeit nimmt, dass er schon mit 11, 12 Jahren kluge Entscheidungen getroffen hat, das ist einmalig. Und der Vater, der hat den Sohn dann in der Tat nicht nur um Rat gefragt, sondern wenn der Sohn gesagt hat, ja, das ist so in Ordnung, dann ist er auch gemacht worden. Das war für mich ganz auffällig. Wenn Jeff Bezos ein Wunderkind ist, ist es der Hans auch. Man hat viele Jahre drüber gelacht, dass er in Treppendorf ein Musikgeschäft hat. Ich meine, viele Jahre in den 80er Jahren nicht für voll genommen. Aber er hat halt eine Vision gehabt. Thomann in Treppendorf. Ein kleiner, mittelmäßig bekannter Laden, out of nowhere. Wenn ich die gleichen Produkte habe, die gleichen Preise habe, alles das Gleiche ist, ja, warum soll der Münchner Kunde nach Treppendorf fahren? Die Fahrt kann er sich ersparen. Also musste er irgendwas anderes machen. Onlinehandel. Da hat er überhaupt keine Ahnung, was das ist. Als es dann mit dem Internet losging, da haben sie ihn alle für verrückt erklärt. Also die ganze Branche hat gesagt, der Thomann, der spinnt. Wer kauft eine Gitarre oder eine Trompete im Internet? Was meinen denn die, wer sie sind? Jetzt hat er einen Vogel, jetzt verkauft er Klaviere übers Internet. Und er ist dran geblieben. Also für ihn war das machbar. Und jetzt
Jetzt ist es unfassbar, was daraus geworden ist. Und ich glaube, dass er sich das selber nicht hätte träumen lassen. Und dafür macht er alles. Er hat eine Hochregallager gebaut, wie die anderen noch nicht wussten, wie der Name Hochregallager geschrieben wird. Sein Ziel ist, Nummer 1 zu werden in der Welt, das ist er schon. Aber das noch ein bisschen auszubauen, kann ja nicht schaden. Ich dachte, irgendwann stehen mal keine Kräne mehr. Aber er liebt es, wenn 6 Kräne stehen. Und er muss immer irgendwie ein Projekt haben. Und es muss immer weitergehen. Ja, das haben wir uns auch nicht so vorgestellt, wie wir hierher gebaut haben. Früher waren Äcker und wir konnten bis auf zum Wald schauen. Du hast den Horst über der Straße laufen gesehen, ja. Bei der ersten Halle hatte ich solche Bauchschmerzen schon. Ich habe gesagt, meinst du, das geht? Ja, das klappt schon. Und jetzt ist Schluss. Also um uns kann er ja so nichts mehr machen. Was will er noch machen um uns? Wir sind umringt vor ihm. Und dann kam die nächste Logistik. Und als es dann so um diese, ich glaube 40 Millionen oder 45 waren, habe ich gesagt, ey, bist du dir sicher? Ja. Und dann habe ich es abgegeben. Ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, ja gut, dann. Das ist wie ein Sportler. Wenn du 100 Meter läufst in 9,6, was glaube ich der Weltrekord gerade ist, dann willst du es mit 9,5 schaffen. Vollgas, immer Vollgas. Ja. Aber tust du es für dich oder tust du es für jemanden anders? Tust du es für die Familie? Wem willst du denn was zeigen? Wem? Vielleicht habe ich einfach von meinem Vater über die Arbeit die Anerkennung bekommen oder vielleicht auch die Liebe, die ich gerne haben wollte. Und kann auch sein, dass das eine starke Motivation war. Das Gerät hat einen einzigartigen Reverb-Effekt, der dem Sound viel mehr Tiefe verleiht. Versuchen Sie es selbst. Dankeschön. Ich muss leider los. Wiedersehen. Ich glaube tatsächlich, dass er es nach wie vor noch nicht für sich tut, sondern für seinen Papa. Die kommt schon wieder. Ich glaube, ich habe da ein großes Vertrauen von meinem Vater mitgenommen. Und über Gefühle ist in der Familie mehr oder weniger wenig gesprochen worden oder wenig gefühlt worden im Prinzip. Funktionieren, Lösungen finden. Arbeiten. Alles 2 Seiten, ne? Ja. Wo Sonne ist, ist auch Schatten. Ja. Tag und Nacht. Also, es war schon sehr, sehr früh meine Berufung. Aber halt auch mit dem Preis, mit anderen Kindern nicht zu spielen und Business ging vor. Wo bleibt dann für dieses Kind die Freizeit? Ach, der Hans. Wo bleibt für diesen kleinen Jungen dieses, ich will mal spielen mit meinen Freunden? Aber ich fand es als Kind oder als Jugendlicher schon immer geil, einen Verkaufsabschluss hinzubekommen. Ich fand es cool. Da hat mir was gegeben. In den 80ern, da war ich dann 18 und zur damaligen Zeit war es so, wenn du Profimusiker warst, hast du halt 10% Rabatt bekommen. Und wenn eine alte Oma reingekommen ist, dann gab es halt keinen Rabatt oder nur 5%. Das fand ich ungerecht, weil es kann nicht sein, dass Menschen sich Instrumente nicht leisten können. Der Hans ist auch nicht jemand, der nach außen angibt. Der Hans ist ein Macher. Ich wollte immer Unternehmer sein, um frei zu sein. Aber wirklich frei bin ich nicht. Und er hat ja ziemlich jung schon die ganze Verantwortung übernommen. Und trägt sie seitdem. Und ich finde, dass er viel Verantwortung trägt und dass das schon auch ein anstrengender Job ist.
Ich habe jedes Jahr irgendwie mehr gearbeitet. Da war wirklich kein Tag unter 16, 18 Stunden. Aber der nervliche Aspekt, der Druck ist viel höher geworden. Ja. Irgendwann hatte ich nur noch Kopfschmerzen und meine Frau hat mich dann an den Sonntag ins Krankenhaus gebracht und dann ging nichts mehr. Ich bin eher so ein Typ, der alles, was Kacke war, aus dem Kopf löscht. Irgendwie vielleicht auch verdrängt, ja. Wenn ich mal schlecht drauf bin, einmal Drumkit. Nach 10 Minuten ist die Welt wieder in Ordnung. Mein Lieblingsinstrument ist schon die Gitarre. Aber ich liebe alle Instrumente. Ich finde auch Cellos geil. Kontrabass hat was. Ich finde Oboe auch verrückt. Schwer zu spielen. Bass auch geil. Drums. Also ich habe angefangen mit 9 Jahren Schlagzeug zu spielen. Als Ventil und Tür für meine Emotionen. Dann ist das ja was Befreiendes, weil man eine Energie freigibt. So. Auch mein Privatleben hat viel mit Musik zu tun. Du kannst nicht abschalten, du bist Musiker. Und das bleibst du auch. Musik verbindet und überwindet alles. Und da ist es völlig egal, welche Hautfarbe man hat, wie alt man ist, ob Mann oder Frau oder Kind. Musik verbindet einfach. Und dann die Emotionen, die ich von der Bühne gebe und die ich dann auch wieder bekomme. Ich glaube, das macht schon sehr magisch. Was wäre das Leben ohne Musik? Rein geht nicht mehr über den Kopf, es geht nur noch über das Gefühl. Hast du das heute? So when I play for you, what you're hearing is me on the inside. Your heart, Yeah, your exactly. soul. Das ist geil, aber jetzt kriege ich Gänsehaut. And so that's been my mission, you know, that I play, you get happy. That's a good job. Das sind schon alles geile Typen. Egal, ob die Klassik machen oder Pop. Ja, die haben alle ihre eigene Geschichte. Wir sammeln Musikinstrumente. Ich privat, er beruflich. Und er verkauft die aber. Und ich habe auch schon mal welche verkauft, aber leider verkauft. Ich hatte eine Gitarre von 1959 oder 60, also eine ganz frühe Stratocaster. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ach, die verkaufe ich mal. Hätte ich mal nicht gemacht. Der Hans ist ein harter Verhandler. Das war nie einfach gewesen. Wir nehmen alle. Das ist mein Angebot. Als junger Mensch nimmst du viel mehr auf. Du lernst 2, 3 Sprachen. Du lernst vielleicht das Geigenspiel. Es geht im Schlaf über. Vielleicht war es bei mir auch so im Business. Ich habe viel aufgenommen. Musikhaus Thomann, was kann ich für Sie tun? Hans, der interessiert sich für einen Synthesizer. Machst du das? Klar. Moment. Das Angebot ist sehr großzügig. Nur leider kommen wir damit nicht auf die gewünschte Stückzahl. Sie haben unser Angebot. Überlegen Sie es sich. Von denen haben wir aktuell noch 2 Stück hier. Aber Ja, was ich gut. sagen muss, ich kenne wenige, die am Ende des Tages so fair sind. Man muss mit ihm keinen Vertrag machen. Noch nicht mal ein Handschlag. Das gesprochene Wort geht. Einverstanden. Super. I never walked away and said, I don't like that man. I always walked away, I love that guy, and I love what he's doing in business, and I'm proud to be a partner. We share the same hobbies, the same passion. Absolutely. I mixed on a Soundcraft S1S. Do you remember Eminem mixes? Yeah. Yeah. Oh, crazy. Yeah. Wenn du mehr Business machen willst, dann musst du mehr Kunden haben. Aber in dieser Dimension habe ich es mir nicht vorgestellt. Und so ist es ja auch gelungen, dass er aus dem kleinen Treppendorf heraus Millionen Umsätze heute in der ganzen Welt macht. Dass Australier, Amerikaner, Indonesier, alle kaufen gerne
in Treppendorf. Auf über 2000 Quadratmetern Ladenfläche präsentieren die 10 Abteilungen des Musikhauses alles, was Musikerherzen höher schlagen lässt. Ja, war natürlich schon eine aufregende und lange Reise vom Hotel oder von den ersten Paketen, die meine Frau verpackt hat, bis hierhin. Das ist doch scheiße, oder? Fuck. Mist. So ein Halskrieger. Das geht nicht, nein. Ey, müsst schauen, dass der abdeckt. Oder innerbetrieblich fahren, das ist doch scheiße. Du hast jetzt keine Abdeckung oder das geht nicht? Ich habe keine Abdeckung. Bei uns regnet es wie die Sau und die Jungs von Stadlerfahrer sagen, die haben keine Abdeckungen. Ja, jetzt regnet es halt. Ich meine, wenn du dich nächste Woche drum kümmerst, du kannst ja nichts dazu. Ja, aber scheitert seine Abdeckung, da kriege ich jetzt Kotzen. Wir können doch nicht an sowas sparen. Also so geht's nicht. Das will ich auch nicht mehr sehen, das wahre Klatschen, das hochkommt. Ja. Aber klar, Menschen machen Fehler und das ist okay. Wenn er nach Hause kommt, dann ist das Erste, was er macht, den Laptop aufzuschlagen und sich an den Tisch zu setzen und weiterzuarbeiten. Ach, zu viele E-Mails, ey. Du musst aber immer alle gleich beantworten. Da oben ist noch die Mondin, schau. Die abnehmende Mondin. Sein Leben ist das Business. Ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Sein ganzes Leben dreht sich um diese Firma. Wollen wir das nicht morgen fertig machen? Meine Schwester hat mich heute schon ein paar Mal gefragt, wann wir endlich zu ihrem Geburtstag kommen. Hans? Das muss halt noch fertig werden. Das muss heute noch fertig werden. Das schaut cool aus. Das wird funktionieren. Danke, dass du mir hilfst. Er ist, wie er ist, ja. Also ich würde mal sagen, er ist einfach ein Verrückter. Aber es ist sein Leben so. Ich bin halt so, wie ich bin. Eigentlich haben wir jetzt auch ein Kind mit 32 und Gabriele hat es im 5. Monat verloren und auch da Kacke. Business ging vor. Ich war nicht bei meiner Frau. Würde ich heute anders machen. Das sind die Herausforderungen des Lebens und irgendwie hat es mich auch stärker gemacht. Seit ich 45 Jahre alt geworden bin, beschäftige ich mich mit der Nachfolge. Und nach einigen Jahren habe ich ein Sterbeseminar gemacht.
Und zum einen privat, was will ich noch machen, wenn ich morgen oder übermorgen sterben würde, war für mich echt auch ein harter Prozess. Und wie schaut es denn in der Firma aus? Wie geht es denn da weiter? Einen Hans Thomann gibt es nur einmal. Und wenn es den Hans Thomann nicht mehr gibt, was ist dann? Ich kann jetzt für die nächste und übernächste Generation die Straße bauen und den Rahmen, damit die Firma halt nicht an Investoren verkauft wird und am Schluss ist all about money. Also jahrelang mit Hans zusammenzuarbeiten, das prägt. Ich bin davon überzeugt, dass du die DNA nur vorleben kannst und durch Vorleben auch weitergeben kannst. Also wir dürfen nicht irgendwas auf den Zettel schreiben, sondern wir müssen das leben, was unsere DNA ist, was uns ausmacht. Grundsätzlich ist es schon so, dass viele Mitarbeiter hier ihre Erfüllung gefunden haben und vor allem Hobby und Beruf verbinden. Macht sehr viel Spaß, man kennt sich ja, man wächst zusammen und geht da einfach zusammen seiner Leidenschaft nach. Das ist schon was Magisches. Das ist schon was ganz Besonderes. Egal aus welchem Bereich die Jungs oder die Mädels sind, wir finden zusammen, das ist schon richtig geil. Musik ist was Schönes, weil du dich durch die Musik mit anderen Menschen verbunden fühlst. Music is our passion. Man muss bei ihm sagen, Music is my passion. Und diese Music is my passion ist im Endeffekt das Vorbild für die vielen Mitarbeiter, die im Unternehmen heute bei Thomann sind. Hans ist ein Familienmensch, da bin ich ganz sicher. Und natürlich ist das Business eine Familie, eine viel größere dann halt. Und das ist ein Gut, das können Sie nicht erkaufen. Das hat man sich erarbeitet. Also der Laden ist schon cool, ist geil. Aber der neue Laden, das wird nicht nur der größte Laden, sondern der schönste Laden, den es gibt weltweit. Theoretisch, was ich jetzt hier mache, ist natürlich unvernünftig. Warum machst du es? Weil ich es kann. Deshalb mache ich es. Und weil es geil ist. Ich bin ja immer noch nicht, sage ich, bin ein kleiner Musikalhändler im Aufbau. Ja. Beim Aufbau. Das ist immer eine kleine Firma im Aufbau. Wahnsinn, ja. Wenn was aus dem Herzen kommt, dann ist es leicht. Ja, dann gehst du auch leicht durchs Leben. Und du gibst gerne. Und es kommt doppelt und fünffach zurück.